Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Tutorial über Fiori-Apps. Ja, in dieser Tutorial-Reihe würde ich gerne zeigen, wie man Fiori-Apps programmiert in Visual Studio Code. Und in diesem ersten Tutorial würden wir gerne eine ganz einfache App erstellen mit einer Textausgabe und einem Bild hinzufügen. Und das Ziel ist also, dass wir am Schluss eine App haben, die genau diese Gestalt hier hat. Wir haben hier eine Textausgabe und dieses Bild hier, das ist das Ziel von diesem Tutorial. Und wie man das macht, werde ich Schritt für Schritt in diesem Video erklären. Zunächst einmal bräuchten wir allerdings Visual Studio Code und Node.js. Falls ihr das auf eurem Rechner noch nicht installiert habt, dann solltet ihr das euch installieren. Ich packe da die Links dazu auch noch in die Videobeschreibung mit rein. Das solltet ihr euch herunterladen und kurz installieren. Wenn ihr das dann gemacht habt und Visual Studio öffnet, dann solltet ihr auch diese Einstiegsmaske hier bekommen, wie ich sie hier habe. Dann geht ihr hier links zu diesem Symbol auf Extensions und klickt dort drauf. Und dann öffnet sich dieses Fenster hier und da gebt ihr dann ein SAP Fiori. Dann, also bei mir befindet sich es jetzt hier direkt an der 4. Stelle. Es kann aber auch sein, es ist bei euch weiter unten. Müsstet ihr dann einfach runterscrollen und danach suchen. Direkt hier nach dem hier, nämlich SAP Fiori Tools Extension Pack. Klickt dort drauf und dann solltet ihr euch das Ganze hier installieren. Dann hier draufklicken. Bei mir wäre es jetzt schon bereits installiert. Da werden dann einige Unterpakete mit installiert, zum Beispiel der Application Wizard, das XML Toolkit und so weiter. Wenn die Installation dann bei euch abgeschlossen ist, dann könnt ihr das Ganze hier schließen und ihr geht hierher und klickt hier auf Explorer. Und dann würde ich euch empfehlen, dass ihr euch auf dem Desktop oder auf irgendeinem Laufwerk oder so euch einen Ordner erstellt, einen leeren, wie ich jetzt hier, und nennt den einfach erste App oder einen Namen eurer Wahl, irgendwas, was euch gefällt. Geht dann in euer Visual Studio Code rein, klickt hier in der Menüleiste auf File, Open Folder und öffnet direkt diesen Ordner und fügt den hinzu. Dann solltet ihr den auch direkt hier dann sehen. Bei mir heißt er jetzt erste App. Öffnet den hier und dann klickt ihr hier in New Folder, um einen Ordner hinzuzufügen. Nennt den einfach WebApp. Enter. Und dann, wenn ihr das hier so habt, dann geht ihr hier in die Menüleiste rein auf View, klickt hier unten auf Terminal, dann öffnet sich hier unten unser Terminal-Fenster und dort könnten wir unsere ganzen Kommandobefehle nämlich eingeben und den ersten, den wir jetzt hier eintragen, ist nämlich npm install global at ui5/CLI. So, dieses npm hier steht für Node.js Packet Manager und dieses CLI hier würde für Command Line Interface stehen. Das ist ganz einfach eine Toolbox, welche auf dem Node.js basiert
und welche uns dann 'n lokalen Testserver zur Verfügung stellt, mit welchem wir unsere UI5-Projekte entwickeln. Dann klicken wir hier Enter und wie ihr seht, installiert's hier dann einige Dateien. So, wenn das dann abgeschlossen ist, dann können wir mal noch kurz überprüfen, ob es passt und tragen ein UI5 Bindestrich, Bindestrich, Help, Enter. Dann solltet ihr hier so einige so Kommandovorschläge bekommen, wie hier UI5 Serve, UI5 Init mit einer Beschreibung dazu. Wenn ihr das hier so seht, dann war alles erfolgreich. Gehen wir wieder runter. Als erstes bräuchten wir jetzt unsere Package.json-File. Und um die zu bekommen, geben wir jetzt hier folgenden Kommandobefehl ein, nämlich npm init, zweimal Bindestrich und dann yes. Und dann seht ihr hier, dass es uns hier eine Package.json-File erstellt hat. Die enthält immer gewisse Metadaten, wie jetzt den Namen, die Version und so weiter, aber auch Scripts, um Projekte zu automatisieren. Das interessiert uns jetzt aber mal vorerst weniger. Als nächstes bräuchten wir hier unsere UI5 YAML-File. Und um die zu bekommen, tragen wir hier ein UI5 init, wieder Enter. Und dann erstellt es uns hier die UI5 YAML-File. Das ist einfach eine Datei, die enthält eine Konfigurationsübersicht. Also hier steht dann zum Beispiel die Version. Hier unten steht normalerweise dann auch das Framework, welches wir benutzen. Dann als nächstes bräuchten wir unsere Manifest.json-File. Dazu klicken wir hier auf Web-App mit Rechtsklick und gehen auf New File und tragen dann hier ein manifest.json. Enter. Und dann wäre die ja erstmal komplett leer. Und um da den Code zu holen, würde ich euch empfehlen, ihr geht hier mal auf Google und tragt dort dann ein Descriptor SAP, Enter. Und dann solltet ihr hier beim SAP Help Portal das folgende finden: Creating a Descriptor File for Existing Apps. Klickt dort drauf. Ja, alle akzeptieren. Und kopiert euch jetzt hier diesen ganzen Code hier raus. Bis hierher. Kopiert den. Und fügt den hier ein. Und dann solltet ihr hier die ganzen Codezeilen hier so haben. Und diese Manifest.json-File wird auch als App-Descriptor bezeichnet und beschreibt ganz einfach die Eigenschaften von unserer Anwendung. Ne? Also ihr seht hier zum Beispiel Routing, hier wird festgelegt, wie verschiedene Views verknüpft werden und so weiter. Das würde jetzt aber fürs erste Tutorial zu weit führen. Das werden wir uns dann mal Schritt für Schritt auch in weiteren Tutorials hier anschauen. Wichtig ist erstmal hier, dass hier bei Handle Validation gibt es True oder False. Ihr macht das True hier weg. So. Und hier unten noch bei Cozy auch False. Compact auch False. Hier solltet ihr noch ein Komma setzen. Und dann sollte alles gut sein.
Gehen wir mal nach hoch und sehen, ja, sieht doch alles gut aus. Hier zum Beispiel bei SAP App stehen die allgemeinen Eigenschaften von unserer App. Und dann gehen wir jetzt hier hin und erstellen wieder eine neue Datei und gehen hier wieder auf New File. Und dieses Mal tragen wir ein index.html, Enter. Das wird dann unser Einstiegspunkt von unserer App. Also für denjenigen, der HTML schon kann, für den wird es jetzt wahrscheinlich wenig überraschend. Wir tragen ein hier so ein kleiner Zeichen, Ausrufezeichen, Doctype. Das wird hier bei uns schon angezeigt. Können wir auch einfach auswählen. Und dann wäre das Doctype HTML. Das ist kein Tag von HTML. Das sagt einfach dem Browser, welcher Dokumententyp denn geladen wird später. Dann bräuchten wir unsere beiden HTML-Tags. Wieder dieses kleine Zeichen. Sagen dann HTML. Können es auch wieder hier einfach auswählen. Das gar nicht funktioniert. Gut, machen wir es so. Dann hätten wir hier unser öffnendes Tag und unser schließendes Tag. Unser schließendes Tag ist immer gekennzeichnet mit diesem Slash hier. Dann besteht es natürlich auch immer aus dem Head. So. Und aus unserem Body. So, gut. Das wäre einfach mal die Grundstruktur. Das jetzt hier noch ein bisschen schöner. Gut. Und ihr seht auch wieder hier, es gibt immer ein öffnendes Tag und ein schließendes Tag, immer mit diesem Slash hier gekennzeichnet. Bei Body genauso. Gut. Bei unserem Head kommen dann einfach die ganzen Informationen für die Seite, die wir später dann uns erstellen, rein. Dort kommt aber nicht der Inhalt von der Seite rein, sondern einfach, was verwenden wir jetzt hier, CSS oder sonstiges oder auch, wie wir dann später sehen werden, den Titel von unserer Tab. Und in unserem Body-Bereich kommt dann direkt der ganze Inhalt von unserer Seite mit rein. Und dann machen wir hier mal den Titel und sagen, der Titel wird einfach erste App. Ein bisschen schöner hier. Und in unserem Body-Bereich machen wir jetzt das kleine Zeichen P und dann öffnet sich dieser Tag hier. Dieses P ist einfach ein HTML-Tag auch wieder und definiert einen Textabsatz. Und da geben wir jetzt einfach mal ein Hello World. So, wenn ihr das hier so habt, dann gehen wir mal hier auf File, Save und sichern das Ganze und öffnen nochmal hier uns den Browser und jetzt ziehen wir dieses Index.html hier in den Browser rein. Und dann seht ihr, dass unser Hello World hier als Textausgabe erzeugt wird. Ne? Wir könnten da jetzt auch noch mal was anderes noch zusätzlich schreiben. Hier zum Beispiel, das ist ein Test. Sichern das Ganze wieder hier. Gehen wir hierher. Sichern, Save.
und lassen das nochmal neu laden und dann seht ihr, Hello World, das ist ein Test. So, und jetzt kommen wir aber zu unserem eigentlichen Ziel, welche App wir uns da erstellen wollen, nämlich, wie vorhin gezeigt, dazu löschen wir jetzt erstmal hier unser Hello World Text. Dann geben wir hier kleiner Zeichen H1. Dieses H1 steht einfach für Hauptüberschrift. Und da geben wir jetzt ein, meine erste Fiori-App. So. Soweit, so gut. Gehen wir auf File. Save wieder. Und gehen wir hier wieder auf Refresh, also die Seite wieder neu laden und sehen dann hier meine erste Fiori-App. Wie ihr seht, ist in dem Tab hier auch der Name erste App. Das ist nämlich direkt der Titelname in dem Header. Ihr könnt es auch mal ändern und sagen hier Fiori Test sichern wieder, Save, Refresh und ihr seht, es wird sich dann hier auch ändern. So weit, so gut. Jetzt kommen wir dann noch zu unserem Bild, das wir gerne hätten. Dazu gehen wir ins Internet auf Google und wir suchen jetzt hier UI5 Logo Icon und dann müsst ihr hier unten ein bisschen suchen, bis ihr hier habt UI5 Logo Guidelines. Klickt dort drauf. Dann hier unten wäre es dann das hier. Dort dann auf das Bild einen Rechtsklick machen und dann Grafik in neuem Tab öffnen. Dann wird sich ein neuer Tab öffnen. Dann den Link sich ganz einfach hier kopieren und dann hierher wieder in unseren Body-Bereich und dann, also IMG steht für Image, dann SRC, das würde für Source stehen, gleich und dann diese Hochkommatas und dort den Link dann reinpacken. Bisschen nach rechts scrollen, das Ganze dann auch wieder schließen und wir sichern das Ganze und schauen uns jetzt mal an, wie unser Fiori-Test jetzt rauskommt. So, und ihr seht, es würde jetzt auch direkt dieses Bild hier so kommen. Ja, wenn wir jetzt das noch ein bisschen das kleiner oder größer machen wollen würden, dann könnten wir natürlich auch noch hingehen und sagen Height gleich 300, Width, also die Breite, also Höhe 300, Breite machen wir jetzt mal hier 700, gehen wieder auf Save und refreshen und dann hätte es genauso diese Gestalt hier. Ja, schön. Also ich hoffe, das Tutorial war für euch hilfreich, hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, schönen Tag und bis dann.